Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin eben ein paar Kilometer raus aus Fiambala. Ich hatte in Tinogasta übernachtet. Das war extrem heiß gestern dort, 37 Grad. Es war die ganze Nacht Party, die haben Schulabschluss gefeiert oder sowas. Ich hatte ein super Hotel, Casa Grande, Adobe, wunderschön mit Pool. Mal im Pool springen, war auch toll. Dann ging es heute Morgen los. Bei 28 Grad auf 1200 Meter, morgen um 9. In Fiambala war ich schon auf 1600 Meter. Bei 30 Grad, jetzt gegen 10. Ja, ich bin jetzt ist beinahe 10:30 geworden, bis ich getankt hatte. Eine Zusatztasche da hinten mit 3,5 Litern. Vielleicht wäre ich ohne dieses extra Benzin ausgekommen. Aber wenn du nur schon mal einmal richtig Gegenwind hast oder, ich weiß nicht, mal einen Umweg fahren musst, ich wollte das nicht riskieren. Natürlich nicht. Die Strecke ist lang. Da gibt es ja Orte unterwegs. Es gibt nur die Schilder. Darf man sowas zeigen bei YouTube? Völlig unbeeindruckt. Die Laguna Verde, von oben sah die eigentlich eher blau aus. Der Wind, der wird mich ohne Benzin stehen lassen. Auf der ganzen Strecke da ist kein Dorf. Einfach nichts. Die Strecke ist lang. Von Tinogasta bis Copiapó sind es 530 Kilometer. Von Fiambala 475. Es geht jetzt über den Passo San Francisco. Der ist auch über 4.500 Meter hoch. Das heißt, ich habe jetzt noch knapp 3.000 Höhenmeter zu bewältigen. Schon richtig spektakulär hier unten. Wenige Kilometer nach Fiambala geht es durch diesen Canyon. Also das Tal hinein Richtung Tinogasta und Fiambala ist öde zu fahren. Das sind etwa 100 oder über 100 Kilometer, einfach kaum Kurven. Ja, es gibt auch da einen kurzen Canyon, aber so super reizvoll war das da nicht. Und jetzt beginnt diese Strecke erstmals lustig zu werden. Lustig, haha, schön. Wow. Badlands. Da wächst kein Grashalm da in den Hügeln drin. Völlig unbeeindruckt. Ach, wieder wunderschön, diese verschiedenen Brauntöne, beige. Sag ich jetzt mal als Farbenblinder. Ui, tatsächlich die Bremse gebraucht. Schlecht für den Verbrauch. Ihr versteht, was ich meine, von wegen sparsam fahren. Das Energie vernichtet für nichts, wenn ich bremse.
bin ich auf 3000 Meter. Es wird ein bisschen frischer. Es ist jetzt noch 24 Grad gemäß Motorrad. Jetzt geht's da zwischendurch und dann hinter diesen Bergen lange, lange geradeaus. So, die Canyons, die sind jetzt vorbei, meines Wissens. Jetzt geht das so da den Berg hoch, Meter um Meter. Okay, es ist dann auch so, da hatte ich mich das letzte Mal total vertan. Da ist die Grenzkontrolle, die argentinische. Und dann geht es erst richtig hoch über den Pass. Dann wird es kalt, da geht es hoch. Aber die Grenzkontrolle, die ist doch ein Stück weiter unter der Passhöhe. Ja, jetzt steigt die Straße kräftig an. Ein bisschen Gegenwind, nicht so gut für den Verbrauch. Es ist jetzt gerade Seitenwind, aber es geht eigentlich da hoch. Oh. Oh. Okay, jetzt gibt es doch mal ein Fotostopp. Ah, diese Weite kannst du eigentlich kaum darstellen auf dem Foto. Nochmal eine Erklärung für Leute, die meinten, man könnte ja auch einfachere Pisten fahren in Argentinien. Das ist eine wunderbare Straße. Das letzte Mal war dann die ab der Grenze, 50 Kilometer grober Schotter. Da gibt es keine andere. Es gibt, wenn ich mal die Gegend kenne, Arica, Grenze Peru bis Santiago. Da gibt es einen Pass rüber nach Bolivien. Dann gibt es bei Calamar, es ist schon mehr als 1000 Kilometer südlich, gibt es einen rüber nach Uyuni. Dann gleich da bei San Pedro de Atacama gibt es den Paso de Jama. Der Paso de Sico ist gesperrt für Privatverkehr. Der Socompa ist nicht fahrbar, ist nur für LKW, meinte ich, wenn überhaupt auf. Dann kommt der San Francisco. Dann käme als nächster der Pircas Negras. Der nächste dann ist Agua Negra, da sind wieder 1000 Kilometer dazwischen. Und der nächste zwischen Mendoza und Santiago, da kenne ich jetzt den Namen nicht. Also es sind 4 oder 5 Pässe auf 3000 Kilometer. Nimm mal kurz eine Abkürzung. Geht nicht. Und auf der ganzen Strecke, da 470 Kilometer oder 430 Kilometer, ist kein Dorf zwischen Fiambala und Copiapó. Einfach nichts. Nur um euch mal ein bisschen was zu dieser Weite zu sagen. Deshalb gefällt es mir auch. Aber man sollte gewappnet sein, vorgesorgt haben. Complejo Turístico Cortaderas. Was auch immer der hier anbietet. Also im Moment mache ich vor allem Kilometer, nicht sehr viel Höhe. Aber es ist schön, in der Höhe ist der Verbrauch niedriger, der Luftwiderstand ist geringer, weil die Luft dünner ist. Ich habe dann da noch eine andere Theorie dazu. Da die Luft dünner ist, ist ja das Gemisch anders. Das heißt, für die gleiche Einheit Sauerstoff braucht er weniger Benzin, damit das Gemisch stimmt. Das heißt einfach, die Leistung nimmt natürlich ab und das spürt man auch. Diese Schneefelder da drüben, ich meinte, die gehören zum Nevado San Francisco. Das wäre ein Vulkan, einer der höchsten Gipfel hier in der Gegend. Eben da hinten hätte man schon abbiegen können zum Vulkan Piscis. Eine Wüste auf 3500 Meter.
schon speziell. Da gibt es Ortsschilder, aber ich sehe kein Haus. Also man wäre dann vielleicht versucht zu denken, da gibt es ja Orte unterwegs. Es gibt nur die Schilder. Ah, ein schöner Anblick. Es ist so unglaublich schön. Ich kann mich kaum satt sehen, aber ich habe auch viel Zeit, mich satt zu sehen. So, das wird jetzt ein Fotostopp. Na, möchtest du mit aufs Foto? Burrito? Darf man sowas zeigen bei YouTube? Alle spitz hier oben. Nee, ich nicht. Ah, so schön. Ach, diese feinen Farbverläufe, das ist so schön. Ausnahmsweise waren jetzt da gerade mal 2, 3 Kurven. Bisschen zu spät aufgenommen. Und es steigt jetzt auch gerade wieder ein bisschen steiler. Bald die 4000 Meter Marke geknackt. Und es wird frischer. Es sind jetzt noch 20 Grad. Ach Leute, ist das nicht verrückt? Ah. Du kommst um eine Kurve und dann... Ah. Siehst du ein Auto? Vor lauter Staunen und Träumen in dieser Landschaft habe ich gar nicht gemerkt, dass ich die 4000 Meter Marke passiert habe. Ich war jetzt schon auf 4160. Jetzt geht es wieder ein bisschen runter. Frisch ist geworden, es ist nur 18 Grad. Aber es sind wohl noch etwa 30 Kilometer, nicht mal bis zum Zoll. Ich versuche es jetzt so lange durchzuziehen. Jetzt geht es hier noch 2, 3 Mal um die Ecke, dann müsste man wahrscheinlich schon diesen Zoll sehen. Und da geradeaus, das ist dann effektiv der Pass. Da hoch geht die Straße. Das ist dann aber erst nach dem Zoll. Und da geht es noch mal richtig hoch. Da sind viele Kurven. Da hatte ich das letzte Mal gedacht, ja, da habe ich ja die Höhe. Ha, nix da. Ah, schön hier, die Vulkane. Wow. Ich meinte, das wäre jetzt der Zoll. Ich bin nach 9, 20 nach 9 losgefahren. Es ist jetzt 20 vor 1 mit dem Tankstopp in Fiambala von Tinogasta. Gut 3 Stunden, würde ich sagen, ohne Tankstopp. So, schauen wir mal, wie lange das geht hier mit dem Stopp. So, den Zoll, den argentinischen, den habe ich hinter mir. 40 Minuten hat das gedauert, unglaublich lange. So viel hat es wohl gedauert auf dem Kammer für beide. So, ich bin auf 4070 Meter, jetzt steigt man nochmal 500. Ich habe mich jetzt nicht extra warm angezogen. Ich hoffe, das geht. Es ist jetzt 23 Grad, zeigt mir das Motorrad an. Fühlt sich schon frisch an. Aber es geht danach, meinte ich dann auch schon recht bald wieder runter. Ja, ich drehe am Gashahn und es passiert nicht allzu viel. Es ist jetzt auch recht steil hier. Das letzte Mal, ich hier war, waren hier Radfahrer unterwegs. Ich weiß nicht, ob die 140 Kilometer an einem Tag schaffen. Sonst werden die irgendwo übernachten müssen zwischen den Grenzen. Auch recht speziell. Ui, mal wieder das Profil rundfahren, die Ecken abschleifen. Von vielen geradeausfahren gab das eckige oder eine Kante im Hinterreifen. Die muss jetzt wieder weg. Ja, es ging ja. Habe jetzt nichts gespürt, dass da irgendwie was geschwommen wäre, stabil gewesen wäre. Schon wieder 200 Höhenmeter, das geht einfach
Fatz hier. Unglaublich. Ja, das ist bitter. 4600 Meter, da schiebt man dann das Fahrrad vielleicht doch auch lieber. Ja, jetzt mag der V-Strom auch nicht mehr so wirklich. Es bläst ein zügiger Gegenwind. Im 6. kommt sie kaum vorwärts. Jetzt im 5. bei 90. Und hier um die Ecke ist gemäß Garmin der Pass in San Francisco. Es müsste hier jetzt die Passhöhe sein, 4700 Meter. Ein kalter Wind, ja, da geht es noch mal hoch. Ich meinte, er wäre 4750. Gibt es noch mal eine Steigung? So, ich bin gespannt, ob das jetzt der Sattel ist. 4748, 49, 50, sagt er hier. Ja, viel war auf dem Schild nicht zu lesen. Ein eisiger Wind. Ja, das sieht doch nach Passhöhe aus. Also noch 108 Kilometer, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wo die Grenze war. Dann sind es nicht 140, dann sind es nur 120 zwischen diesen beiden Grenzstellen. Dieses Stück war nicht asphaltiert vor 7 Jahren, das war echt grober Schotter. Das ist die alte Straße, also teilweise faustgroße Steine. Heute sieht das gut aus. Die Laguna Verde, von oben sah die eigentlich eher blau aus. Ich weiß nicht, wie die auf grün kommen. Bisschen türkis, oder? Naja. Schon sehr hübsch mit diesen, ja, es scheint Kreidefelsen oder so. Es weht ein krass eisiger Wind. V-Strom zeigt 18 Grad, es fühlt sich an wie 10. Nicht gut für den Verbrauch. Ich bin jetzt über 6 Liter, da würde ich nicht weit kommen. 6,5, das ist natürlich tödlich. Ich hoffe, das endet dann mal wieder mit dem Wind. Der Rio Lama und es windet immer noch unglaublich stark. Mir ist extrem kalt. Temperaturanzeige am Motorrad, ich kann keinem sprechen, ist 18 Grad, es fühlt sich an wie 0 Grad. So, und am Ende dieses Salars, den wir da unten gesehen haben, ist dann der chilenische Zoll oder Grenzkontrolle. Und es windet immer noch. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es hier besser ist. Ich habe ein echtes Problem mit der Reichweite. Das war so starker Gegenwind, unglaublich.
mir fehlen, oh, ich darf nicht dran denken, mir fehlt viel. Ich hatte jetzt in der Höhe Reichweiten von 450 Kilometer oder 480. Jetzt macht er mir, was sagt er mir? Ja, doch knapp wieder 400, aber das könnte dann genauso knapp aufgehen. Okay, ich habe noch gut 3.500 Höhenmeter hinunter. Ich bin immer noch auf 4.300, das ist unglaublich. Ich hatte eigentlich gedacht, das geht viel eher runter nach der Passhöhe, eigentlich so bis da hochgehen, aber dem ist nicht so. Krass, der Rio Lama. Sieht irgendwie giftig aus. Es ist so unglaublich. Ich weiß nicht, was ich für eine Schräglage habe. Ich kann kaum an. Das eine Nassloch ist zu, das drückt mir zu vom Wind. Irgendwie überreißt mir beinahe den Helm vom Kopf. Aber da vorne noch 12 Kilometer stand eben. Jetzt sind es wahrscheinlich dann noch 10. Da ist dann der Zoll. Ich habe das, glaube ich, noch nie erlebt, so krass. So, da vorne haben wir die Grenzkontrolle. Eintritt nach Chile. Und hier haben wir noch einen netten Kono, weil wir den anderen nicht gesehen haben beim Salaternte-Feier. Ja, jetzt hoffe ich, dass das alles gut geht, flüssig. Und ich kein Problem habe mit dem Benzin, das ich hinten drauf habe. Ein Beutel drin. Okay, ich habe jetzt diesen Zoll passiert, das ging relativ fix. Auch wenn wir heute, ja, nee, das ging alles toll, alles okay. Wunderbar, aber ich ärgere mich heute mit der Technik rum und der Wind, der wird mich ohne Benzin stehen lassen. Es ist Horror. Ich komme nicht durch. Also jetzt mal noch abwarten, aber wir schauen es. Aber es geht gemäß Restreichweite, wäre es auf den Kilometer genau, aber bei dem Gegenwind bis runter nach Copiapó werde ich mehr als den Durchschnitt brauchen. Ich bin schon wieder auf 5,5 Liter, es geht leicht berghoch. Das ist jetzt so eine gewalzte Piste, zum Teil wird es noch sandiger. Dann habe ich das Motorrad hingestellt beim Zoll und gesehen, dass es mir beinahe auseinandergebrochen wäre. Eine Hauptschraube hatte sich gelöst, wohl auf Ripio in Argentinien. Die war nur, wenn die überhaupt noch drin war, oder dann hat sich der hintere Rahmen noch irgendwie abgestützt. Also eigentlich nahe am Rahmenbruch ist nicht mein Tag. Eigentlich ein super Stück hier, dieses Sträßchen. Ich mag es nicht genießen, ich bin super angespannt. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass ich da irgendwie 3 Liter mehr brauche als normal auf 200 Kilometer. Das ist schon heftig. Ach, ich verpasse wieder Highlights, weil die Technik überhaupt nicht mitmacht. Super ärgerlich. Und heute werde ich nicht umdrehen. Heute werde ich auf jeden Tropfen sparsam fahren. Ich fahre jetzt auch 60 hier den Berg hoch, um ein bisschen Sprit zu sparen. Ja, schön hat der Tag begonnen, aber jetzt gerade, naja, ich hätte auch Troubles am Zoll haben können. Das ging ja alles gut. Ich habe Rückenwind für einen kleinen Moment. Einfach um positiv zu bleiben. 10 Sekunden Rückenwind. Aber es ist schon hart, ey. 250 Kilometer Seiten- oder Gegenwind. Und zwar heftig. Windstärke, ja, ich kenne mich nicht aus. Aber ich kann mich erinnern, ja, an die Abfahrt. Das war super staubig, tiefer Gravel, da kamen mir schwere LKWs entgegen. Das war nicht so geil damals, aber das ist heute bestimmt besser. Ja, noch einen hübschen Ausblick. Wenigstens geht es jetzt runter, das sollte meinem Verbrauch dienlich sein. Gucken wir mal, dass ich nicht zu viel Energie in Bremsenergie umwandle.
Ja, die gucken wenigstens dann und wann auch in den Rückspiegel. Super nett. Ja, das ist jetzt aber wieder ein Aufheller. Wunderschön. In diesem Licht. Das war richtig schlechtes Licht das letzte Mal. Das hat nie so ausgesehen. Das macht jetzt richtig Freude. Ich weiß echt nicht, was das Garmin hat. Das läuft 2 Stunden problemlos. Ich schalte es aus. Nach dem Zoll läuft es nicht mehr. Display auf 40% oder nicht mehr lesbar. Ich krieg's irgendwie wieder hin, dass es läuft. Es läuft eine Stunde problemlos, 1,5 bis zum nächsten Zoll. Ich schalte es aus, schalte es wieder ein. Es geht nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist. Ich muss sagen, ich habe nicht die Halterung mitgenommen. Ich speise da über das alte USB-Mini-Kabel, was da bei der ersten Generation vom Thread noch dabei war. Aber das ist ein Ärger. Und das lief die letzten 2 Wochen, 3 Wochen problemlos. Seit gestern läuft es nicht mehr. Ich dachte gestern noch, es wäre überhitzt. Das war auch extrem heiß, das Gerät. Aber ich friere mir hier einen ab bei 16, 17 Grad. Zu heiß kann das Gerät nicht haben. Schon hübsch jetzt so mit dem Licht, wenn alles so leuchtet. Das satte Grün, die schwarzen Felsen. So langsam wird mir wieder wärmer ums Herz. Die Temperaturanzeige zeigt auch schon wieder 26 Grad. Hübsch, mal durch die Canyon. Wow, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Ja, und ich denke, dass es dann unten richtig warm wird. Also jetzt merkt man schon, wie die heiße Luft hier hochgesogen wird, dass sich hochdrückt. Jeden Kilometer steigt die Temperatur 1 Grad jetzt. Sieht nicht mal so anders aus wie heute Morgen, also ähnlich zumindest. Auf der anderen Seite des San Francisco Passes. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und freue mich über jedes Like und jedes Abo.